Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Willkommen zu einem neuen Video. Diesmal ist es ein Fragen- und Antworten-Video. Es sind Fragen gestellt worden, die wir jetzt probieren, bestmöglich zu beantworten. Und nebenbei lassen wir unseren Kaffee schmecken. So schaut's aus. Kommen wir jetzt zur ersten Frage. War es schwer, alles hinter uns zu lassen? Also grundsätzlich muss man sagen, Familie, Freunde, Kollegen so lange nicht zu sehen, ist definitiv schwer. Und es gibt definitiv Momente, wo man auch mehr dran denkt. Aber in unseren Augen haben wir sie nicht hinter uns gelassen oder unser altes Leben hinter uns gelassen. Also wir sind aus unserer Komfortzone ausgebrochen und dürfen jetzt dafür die Erlebnisse auf unserer Reise erfahren. Genau, und mittlerweile ist die Technik ja auch so weit, dass wir eigentlich ja auch regelmäßig noch Kontakt haben. Also, dass man über WhatsApp einen Videoanruf machen kann, je nach Internetsituation. Dass man innerhalb Europas ja eigentlich mit Handy gut einfach so telefonieren konnte. Das war natürlich ein Riesenvorteil, wie es wahrscheinlich früher gewesen ist. Wie Tobi gesagt hat, das Krasseste war eigentlich von der Komfortzone richtig rauszukommen. Auch diesen Luxus, den man ja hatte, den man auch also jetzt schätze ich das noch viel, viel mehr, weil wir es jetzt so in diesem Sinne ja eigentlich nicht mehr haben. Ja. Zum Beispiel unendlich Strom, Wasser, Internet. Genau, und man macht sich jetzt viel mehr Gedanken auch darüber, über die Ressourcen. Ja, in dem Sinne, ja, war es, aber bereut haben wir es eigentlich in dem Sinne nicht, würde ich sagen. Nee. Die nächste Frage. Wie ist das mit der Enge? Ja, die ist vorhanden. Nein, also es geht eigentlich... Rio. Nein, runter. Runter. Also es geht eigentlich, man merkt es natürlich bei viel, viel schlechtem Wetter und Regen, dass wir einfach drin sind und mit unseren Stromproblemen, die wir hatten, war das natürlich auch teilweise ein bisschen anstrengend, weil man die Zeit auch nicht effektiv jetzt irgendwie nutzen konnte, auch nicht abends, wenn man dann kein Licht mehr hatte und so weiter. Aber ansonsten finde ich, dass es eigentlich echt okay ist. Ach Rio, ist dir langweilig? Was ist das so für ein Zeug? Doch alles rum. Ja, mit Hund ist nicht alles einfach. Genau. Was ein bisschen sehr, sehr eng ist im Verhältnis, das ist eigentlich eher unsere Duschkabine mit der Toilette. Also für mich ist es kein Problem, aber für Tobi ist es schon, ja, das kannst du erzählen, für dich ist es schon sehr, sehr eng. Ja, ich kann die Füße vor der Toilette nicht gerade hinstellen, weil es einfach von Platz her nicht reicht. Es geht ohne Probleme, aber am Anfang musste ich mich da schon ziemlich umstellen und ja, es war definitiv eine Gewöhnung. Aber es geht alles und ich möchte sie auch nicht missen. Und wir hatten halt diese fertige Duschkabine von Westfalia damals und ja, es wäre blöd, sie nicht zu verwenden. Ja, genau. Von dem her ja. Und ich meine, aber ohne Toilette reisen steht für uns eigentlich außer Frage. Ja. Dann kommen wir zur dritten Frage. Wo schläft Rio? Also normalerweise schläft er unten unterm Tisch in seinem Hundebett oder auf der einen Couch, wo er drauf darf. Und wo es jetzt in der Türkei zum Beispiel so kalt war, bei den minus 7 Grad nachts, da haben wir ihn mit zu uns ins Bett hochgeholt. Und ja, ich sag mal so, als lebende Wärmflasche darf er gerne öfter ins Bett kommen. Das ist ganz angenehm. Und auf der Motorhaube haben wir ihm auch noch ein... Stimmt, nee, Motorhaube nicht. Motorhaube haben wir ihm auch noch so ein Hundebettchen gekauft und das heißt, er kann auch nachts nach vorne gehen, wenn er möchte und darauf noch schlafen in seinem Bett. Genau, also Nachteil, er macht die Gardine auf, aber das schafft er. Ja, das kann er. Also er hat eigentlich 3 Plätze und wenn es zu warm ist, dann liegt er eigentlich längs auf dem PVC in der Küchenecke. Ja. Was machen wir mit nasser Kleidung? Eine berechtigte Frage. Wie ihr wisst, hatten wir sehr viel Regen. Normalerweise haben wir die abends oder wenn danach in unsere Duschkabine gehangen, die eben die abgetrennt ist vom Autobereich sozusagen oder vom Wohnbereich und auch ein Fenster drin hat. Und bei Schweden oder in Schweden war es ja dann teilweise so schlimm, dass es ja mit Starkregen und so, dass wir die Sachen nicht mehr trocken bekommen haben.
Die ja. waren so nass, dass wir die tatsächlich in eine Tüte stecken mussten und dann entweder auf gutes Wetter gewartet haben oder beim Farmen, beim Gebläse dann davor gelegt haben. Ja, also das ist teilweise schon echt anstrengend dann, finde ich, wenn es sehr, sehr viel und sehr, sehr stark regnet. Aber so eine Feuchtigkeit im Auto selbst haben wir, glaube ich, eher weniger, weil unser Bereich nach vorne offen ist und die Lautsprecher zum Beispiel nicht drin sind. Also es zieht immer so ein bisschen durch auch. Wir haben genug Durchzug. Es ist gut In belüftet. dem Sinne ist es positiv, diesen Durchzug zu haben. Und wo es so kalt war, wir haben auch schon die Standheizung angemacht, um die Sachen zu trocknen. Die haben wir dann, wir haben ja im Wohnbereich 2 Auslässe und im Bad einen, dass man es dann einfach vor die Luftauslässe hingelegt hat und damit wurde es wirklich schnell trocken. Ja. Weil jeder, der eine Standheizung, glaube ich, im Auto hat, weiß, was da für Luft rauskommt. Und es geht echt super. Dann kommen wir zur 5. Frage. Wie hat die Reise unsere Ehe beeinflusst? Ich würde sagen, oder wir würden sagen, gar nicht. Ich hoffe, du stimmst mir zu. Ja, wohl jetzt. Nee, unsere Urlaube waren eigentlich schon immer sehr simpel. Wir haben uns einfach einen Mietwagen gebucht und haben davor geschaut, dass wir im Kofferraum schlafen können und hatten im Notfall ein Zelt dabei. Und dann war das halt unsere Wohnung für die nächsten 3 Wochen, je nachdem, wo wir waren. Und ich glaube, ein Jahr nachdem wir zusammengekommen sind, waren wir für 10 Monate knapp in Australien und haben in einem Landcruiser geschlafen. Und das ist deutlich beengender. Wäre nach wie vor ein Traum von mir, aber an den Luxus vom Bus gewöhnt man sich doch, dass man bei nassem Wetter stehen kann. Und deshalb waren wir es eigentlich schon gewohnt, dass wir so engen Raum haben zu zweit und das Ausweichen einfach schwerer ist. Gut, da waren wir noch ein bisschen jünger, vielleicht auch noch ein bisschen flexibler. Also man gewöhnt sich schon schnell daran mit dem Stehen und die Toilette an Bord, das ist schon angenehm. So, 6. Frage. Wie ist es mit der Rente? Also aktuell, wir haben es, glaube ich, im letzten Video auch schon gesagt, wir sorgen aktuell nicht vor. Wir wissen, das ist nicht unbedingt das Richtige. Es ist auch kein Dauerzustand, das ist uns auch sehr bewusst. Bevor wir gegangen sind, haben wir schon regelmäßig in Aktien und ETFs investiert und profitieren jetzt auch noch ein bisschen von den Dividenden. Und das ist eigentlich auch unsere Altersvorsorge momentan, würde ich so sagen. Genau. Die nach der Reise definitiv weiterlaufen wird. Ja, genau, also weiter investiert wird. Dann die 7. Frage, wie finanzieren wir die Reise? Die Sarah hat jetzt gerade eben schon einen Teil gesagt, ein Teil durch die Dividenden aber das ist wirklich ein kleiner Teil und der Großteil, wir haben halt gespart. Wir haben jetzt die letzten 10 Jahre mehr oder weniger davor gearbeitet, haben gespart und das ist unsere Reise. Ja, und wir wussten es eigentlich auch, also wie Tobi sagt, vor 10 Jahren war das eben mit Australien. Und wir wussten, dass wir sowas in der Art irgendwann nochmal gerne machen würden. Genau, nur nicht wann. Wir wussten nicht wann und hatten ursprünglich auch ganz lange überlegt, ob wir das erst in der Rente machen, haben uns aber dann bewusst dagegen entschieden, weil man weiß nie, was kommt und passieren wird, ob wir den Gesundheitszustand noch haben werden, um das zu machen, wie wir es aktuell machen. Und haben eigentlich dann uns ziemlich lange den Kopf gemacht und gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und deswegen so lange auch gespart. Ja. Und es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, um den Absprung für sowas zu schaffen. Ja, das stimmt. So, bereuen wir unsere Entscheidung? Also ich würde mal sagen, im Prinzip nein. Also die Erfahrungen, die wir machen durften, da sind wir super, super dankbar für, dass wir so viel sehen durften, dass wir es uns so einteilen durften, wie wir wollten. Ja, es gibt Tage, das ist also um ehrlich zu reden, es gibt Tage, wo wir denken, so, war es das Richtige oder macht das Sinn und keine Ahnung. Das sind aber meistens Tage, wo wir echt von einer Schlechtwetterfront gequält werden, weil man einfach da in diesem Sinn diesen Luxus ja nicht hat, dass man einfach irgendwie... So. Nach einer längeren Schlechtwetterfront, so wenn es eine Woche mal wirklich regnet und nur Scheißwetter ist,
dass Ja. man dann irgendwann in so dieses Tief reinrutscht und denkt sich, oh Mann, warum tut man sich das an? Und, und ja, wenn man viele Ausgaben hat, glaube ich auch. Also ist vor allem bei mir, weil ich bin auf der finanziellen Seite eigentlich eher so der sichere Typ und sicherheitsbewusst. Und wenn ich einfach nur sehe, die Spritpreise haben sich ja überall jetzt ziemlich stark nach oben entwickelt. Und wo wir jetzt von Schweden runtergefahren sind, dass da einfach, also wie viel Geld da durchgeht, wenn man einfach viel Strecke in kurzer Zeit macht, es tut schon weh. Und Ja. da denke ich mir schon, es ist halt einfacher, wenn du arbeitest, weißt, eine es andere kommt Sicherheit. Geld wieder rein und hast nicht nur dieses Geld raus, Geld raus, Geld raus. Genau, ist halt eine andere Sicherheit einfach. Ich denke, da sind wir so gepolt vom Charakter her, dass wir eigentlich darauf eigentlich sehr bewusst sind, aber ja, vielleicht haben wir mal anders. alles über den Haufen geworfen. Wie gesagt, wir sind aus der Komfortzone ausgebrochen. Genau. Frage Nummer 9. Wie beeinflussen die gestiegenen Kosten unsere Reise? Sie wird kürzer. Also es ist eindeutig natürlich zu spüren. Wir hatten es in dem Kostenvideo ja schon gesagt, dass wir eigentlich mit hohen Dieselkosten kalkuliert haben oder haben sie eigentlich schon hoch einberechnet oder höher gesetzt. Hoch einberechnet. Haben sie eigentlich schon höher gesetzt als... Ja, höher eingeplant. Achso. Also gerade die Dieselkosten und so haben wir natürlich eigentlich vor der Reise schon höher eingeplant gehabt, aber so hoch nicht. Und es ist natürlich so, dass man dann sagt, für Sehenswürdigkeiten, ob sich wenn es je nachdem wie viele Kilometer es sind, ob sich der Umweg lohnt. Das ist natürlich dann schon eine große, große Frage. Ja. Ansonsten denke ich Gerade bei Sehenswürdigkeiten, die wir jetzt nicht unbedingt sehen wollen. Ja. Ansonsten denke ich, dass wir unseren Lebensstandard, den wir gerade haben, schon halten werden. Das prinzipiell schon, aber die Umwege, vielleicht so große Umwege, nicht unbedingt mehr machen werden. Genau. Also wenn einfach die Reise kürzer. Ja. Kommen wir jetzt zur letzten Frage. Bereuen wir es, einen Oldtimer zu haben und keinen neuen Bus? Ein klares Jein meinerseits. Also grundsätzlich, ich mag alte Autos und ich bereue da gar nichts. An schlechten Tagen mal wieder bereue ich es schon. Allein, also wenn ich mir wieder ein Geräusch einbilde oder ein Geräusch höre, das wirklich da ist und ich mir gleich wieder Gedanken mache, was das sein könnte und auf Suche gehe. Oder allein dieses umständliche Motorhauben öffnen bei uns. Nee, da könnte ich jedes Mal mich richtig reinsteigern und drüber aufregen. Vor allem ist das Lustige, dass Tobi ja eigentlich eher auch ein ruhiger Charakter ist, aber in dem Punkt... da bin ich eine tickende Zeitbombe. Nee, aber also in den Punkten nervt es mich wirklich. Und das wäre mit dem neuen Bus definitiv leichter. Aber im Endeffekt, ich will es nicht missen, auch wenn es gerade für ein LT vielleicht nicht überall leicht ist, Ersatzteile zu finden. Und trotzdem, er ist sehr zuverlässig und wenn man den Rost oder so mal beiseite lässt, fehlt sich da wirklich selten was. Und jetzt auch mit der Vakuumpumpe, dann kauft man eine gebrauchte und es ist eigentlich relativ simpel, die einzubauen. Also was heißt relativ simpel? Es ist simpel. Und das hat man halt bei neuen Autos oft nicht mehr, weil du einfach die Mittel aus der Werkstatt brauchst, wie einen Tester oder so, weil man einfach nichts mehr oder weniger selber machen kann. Deshalb, ja, bereuen wir es eigentlich nicht. Ja, ich meine, ich bin da, glaube ich, größtenteils außen vor, weil ich habe nicht diese Autokenntnis und auch nicht dieses Verständnis. Das heißt, es bleibt da leider sehr, sehr viel an Tobi hängen. Es ist einfach so, auch jetzt hier in Deutschland, wo wir jetzt ganz viel ja nochmal am Auto gemacht haben, ist es eigentlich so, dass die grobe Arbeit auch am Tobi hängen blieb. Ich krieg halt dann, oder wir besprechen davor, was ich tun kann oder was ich auch verstehe. Das ist meistens dann Unterboden nochmal erneuern und sowas, aber die Vakuumpumpe tauschen. Entrosten, und wieder neu lackieren, versiegeln, genau sowas. Oder eher das Aufräumen, Putzen, sowas in der Art. Einfach
Und ja, und Tobi hat dann mit dem Nachbarn nebenan, danke Niklas, die Vakuumpumpe getauscht und ja, da bin ich ganz froh, dass Tobi das Verständnis dafür hat und sich ein bisschen auskennt. Je nach Gebiet. Ja. Nee, und man muss ja sagen, der alte Bus war von uns ein Kompromiss. Ich wollte einen Geländewagen. Seit Australien ist mein Traum ein Landcruiser. Sarah wollte einen Bus und der Kompromiss war ein alter Bus. Genau. Und ich glaube, wir sind happy, vor allem durch den Platzvorteil und so. Genau. Und damit beschließen wir jetzt das Video. Nächste Woche wird es ein Highlight-Video geben von unserer Reise. Ich denke mal, da wird jeder, ich weiß nicht, seine 5 Highlights nochmal vorstellen. Wobei die sich wahrscheinlich auch zum Teil überschneiden werden. Ja. Ein Update für euch. Unser Auto ist auf hoher See. Also es ist mittlerweile verschifft worden. Das letzte Signal vom Schiff war vor über einem Tag. Ja, so geil auf der Karte. Man kann die Schiffe tracken und dann kommt da einfach Last Signal, ein Tag und irgendwas. 9 Stunden. Und im Moment ist es da, wo es keine Signale gibt. Also, es ist irgendwo im Atlantik. Genau, also, ja. Und das ist schon mal super und damit ist eigentlich unser Abflug auch nicht mehr so lange hin. Ja. Genau, und das werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen dokumentieren, was wir jetzt alles vor dem Abflug gemacht haben, was wir organisieren mussten, was wichtig ist, auch mit Hund und so weiter. Dann schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, freuen wir uns, wenn ihr uns auch weiterhin begleitet und ein Abo dalasst. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Okay, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Eine Frage war noch, ob wir wussten, wie groß Rio wird. Und wir müssen ehrlich gesagt sagen, wir hatten gehofft, dass er ein Stück größer wird. Also er wiegt jetzt ungefähr knapp unter 20 Kilo. Und man muss aber auch ehrlich sein, er hat aktuell so die perfekte und maximale Größe für unseren Bus. Weil wenn er wirklich größer geworden wäre, wäre es schon sehr, sehr eng geworden. Und so sind wir eigentlich ziemlich happy mit seiner aktuellen Größe. Genau,